Hi, in diesem Video lernst du alle Dur- und Mollakkorde durch alle Tonarten und das Ganze mit einem sehr, sehr einfachen Pattern. Ich selbst habe ein ganzes Buch über das Griffbrett geschrieben. Es ist also nicht sehr einfach zu verstehen, zugegeben. Man braucht recht viel, um das Griffbrett zu verinnerlichen, sehr viele Infos. Aber hier ergänzend eine Abkürzung für dich. Wenn es um die Stufenakkorde geht, lernen wir ja meistens hier vom C ausgehend die Töne auf einer Seite nach innen zählen. C, D, E, F, G, A, H, C. Du musst hier schon einmal wissen, wo die Halbtonschritte sind. Hier zwischen E und F und H und C, die Halbtöne, sonst alles Ganztöne. Und du musst auch noch zusätzlich wissen, dass es ein Dur-Akkord ist, die erste Stufe, zweite Moll, dritte Moll, vierte Dur, fünfte Dur, sechste Moll, dann eine verminderte Stufe und wieder Dur. Also hier schon sehr, sehr kompliziert, und wenn ich dir dann noch sage, jetzt spiel das Ganze in Fis, dann steht jeder an, also es ist wirklich nicht leicht, und ich zeige dir jetzt, wie es einfach geht. Also schnapp dir die Gitarre und stimm sie durch. Bis gleich. Das Ganze funktioniert sehr easy in 3 Teilen. Der erste Teil sind die Grundtöne. Wir gehen wieder vom C aus, diesmal aber hier auf der 6. Seite im 8. Bund C. Unser C, das gleiche C wie hier, aber hier im 8. Bund. Der nächste Schritt ist, wir gehen einfach eine Seite nach unten, also räumlich gesehen auf die 5. Seite, F, dann 2 Bünde weiter, G und wieder zurück zum C. Also dieses Muster merkst du dir einfach. Eigentlich ist es eine Kadenz, die erste Stufe, die 4., die 5., wieder zurück zur 1. Das musst du aber hier gar nicht wissen. Du musst hier wissen, dass diese 3 Töne C, F und G mit Dur-Akkorden, und zwar allesamt mit Dur-Akkorden, harmonisiert werden können. Hier C-Dur, F-Dur, G-Dur und wieder zurück zum C. Du merkst dir also dieses Dreiermuster, und im zweiten Teil dieses kleinen Workshops gehen wir einfach 1, 2, 3 Bünde nach außen, also vom C, 1, 2, 3 Bünde zum A, spielen wieder den Ton an, wieder eine Seite nach unten räumlich gesehen zum D, 2 Bünde weiter zum E und hier wieder zum A. Wieder eine schöne Kadenz. Hier das A, D, E wird jetzt mit Mollakkorden harmonisiert. A-Moll, wir gehen runter zum D-Moll, E-Moll und wieder zurück. Diese 3 Akkorde. Du hast also hier alle Dur-Akkorde der C-Dur-Tonleiter. C, F und G in Dur. Gehst 3 Bünde nach außen vom 8. Bund, 7, 6, 5 und hast alle Mollakkorde dieser Tonleiter hier. Moll, A-Moll, D-Moll, E-Moll und zurück zum A-Moll. Und 2 Bünde weiter hier der verminderte Akkord. Du kannst ihn so spielen oder von mir aus auch ohne Grundton einfach. Bevor wir wieder zum C kommen, also diese Note noch vom A-Pattern ausgehend, A, D, E, A und das H hier eine besondere Stufe, ein verminderter Akkord auf der 7. Stufe. Und du hast die komplette Tonleiter harmonisiert mit allen Akkorden, die da reinpassen. Ich zeige es dir mal, ich spiele es mal durch mit Dur, Moll, Moll, Dur, Dur, Moll, vermindert und wieder Dur. Wirklich ein faszinierender, toller Trick, der mir auch sehr viel persönlich geholfen hat auf meinem Weg mit der Gitarre im Musikstudium. Wir hatten einen sehr strengen Lehrer, Herr Contini, ich weiß es noch, wir sind gesessen in Harmonielehre, Praktikum Gitarre, und er hat uns abgeprüft, spiel eine Kadenz in G zum Beispiel, und dann weißt du jetzt genau, wenn du weißt, wo der Grundton auf der Gitarre ist, hier das G im 3. Bund auf der 6. Seite,
G, C, dann wieder 2 Bünde weiter, das D und wieder zurück zum G. Und das können wir wieder mit Dur machen. Wir haben hier G-Dur, C-Dur, D-Dur, zurück zum C. In diesem Fall wäre die Moll-Variante dieser Tonart das E. Ich gehe 1, 2, 3 Bünde raus, lande also hier am E-Moll. Ich habe hier also nicht mehr die Barré, kann das offen spielen. Schon etwas komplizierter. E, A, H. Der verminderte Akkord wäre hier Fis. Zurück zum G. Du kannst es aber überall am Griffbrett verschieben. Das ist der Vorteil der Gitarre, so kompliziert das Griffbrett auch ist. Gegenüber anderen Instrumenten ein großer Vorteil, man kann alles direkt verschieben. Wenn dir jemand sagt, spiel oder harmonisiere mein Solo, ich spiele in A-Dur, dann weißt du sofort, okay, A ist hier, 5. Bund. Wenn du das nicht weißt, dann rate ich dir, meinen Kurs anzuschauen, wo du wirklich auch alle Noten auf der Gitarre lernst, ein Gitarrenkurs. Ich verlinke ihn dir unten. Ich finde das auch wichtig, dass man auch die Noten kann, denn nur Muster am Griffbrett ist nicht genug. Also beides wäre sinnvoll, denn dann weißt du sofort, okay, A, es geht nur darum, dass du dir diese Bezugspunkte schaffst, von einem Punkt ausgehend, und das wäre dann hier im 5. Bund das A. Und wenn du A-Dur begleiten musst, gehst du von diesem Dreier-Pattern aus, A, D, E, aber in Dur. Weißt sofort, 3 Bünde nach außen, kannst du es auch in Moll, Fis-Moll, die parallele Dur-Tonart. Du hast also auch hier alle Akkorde parat zur A-Dur. Das finde ich wirklich toll und das hilft dir sicher in deinem Gitarrenleben, diese Zusammenhänge zu verstehen, weiter einzutauchen in dieses Thema und dann auch dich freier bewegen zu können am Griffbrett, einfach musikalischer dann zu spielen. Und das geht dann einfach in Fleisch und Blut über, ich würde dir empfehlen, über einfach die C-Dur, denn braucht man wirklich sehr oft auch A-Moll, die Parallele. Du weißt es auch sofort, indem du 3 Bünde nach außen gehst. Und hier der letzte Ton, der fehlt, wir haben ja 7 Töne in einer Tonleiter, ist das H. Einfach 1 weiter, die Verbindung sozusagen wieder zurück zum C. Diese Note hier führt meistens zurück wieder zum C. Also wenn du etwas komponierst, hier hast du wirklich auch alle Akkorde auf einen Fleck und brauchst hier nicht hier über das ganze Griffbrett auf einer Seite entlang fummeln. Du hast hier wirklich alles parat. Zum Beispiel vom C ausgehend das C. Auf das A, A-Moll, D-Moll. Und jetzt bietet sich an hier die 5. Stufe, das G. Also die 5. Stufe von C, das brauchst du nicht wissen, du weißt einfach nur hier das Dreieck, weiter hier das Dreieck und der Verbindungston. Ich hoffe, ich konnte dir das Griffbrett wieder etwas näher bringen, die Gitarre etwas näher bringen. Hier und viel Spaß beim Üben weiterhin. Ich freue mich, wenn du mir eine Like gibst, wenn du diese Arbeit von mir vor der Kamera unterstützen möchtest. Einfach nur ein Klick würde mir schon sehr viel helfen. Kommentiere auch was Nettes vielleicht oder Vorschläge. Kanntest du den Trick schon? Willst du mehr von diesen Tricks lernen? Lass es mich wissen und viel Spaß mit der Gitarre, dein Norman.